Light will now return, and everywhere life will come back, over the ashes, over the past. This world was saved. Okay, es ist nicht Turo, sondern nur Turrican, der Abspann, nachdem man den letzten Level überstanden hat. Für einen Moment dachte ich, jetzt wäre der perfekte Moment, die Verse zu zitieren. Doch auf einmal war dieses Verlangen weg, von Sachen zu reden, die schon lange vorbei sind. Ich sehne mich nicht mehr nach dem warmen Gefühl im Bauch, das sich immer dann breit macht, wenn jemand die alten Games erwähnt oder in Erinnerung an das Vorabendprogramm schwelgt. Colt Sievers, Jonathan Hart, Remington Steele, die Zeit mit euch war echt schön, aber jetzt ist der Moment gekommen, endgültig Abschied zu nehmen, von der Droge gestern loszukommen. Die Jugendzeit ist plötzlich so weit weg, so unendlich weit weg, und zum ersten Mal fühlt es sich an, als ob sie uns endgültig losgelassen hätte. Wen interessiert's? Das ist doch alles schon ewig her. Nick hat den Kopf in den Nacken gelegt und lässt sich genüsslich den Nieselregen über die Stirn laufen, den der Himmel über Tokio uns spendet. Der riesige Space Invader über unseren Köpfen sieht heute Abend nicht bedrohlich aus, sondern eher, als würde er uns zum Abschied zugrinsen. Der Dunst hat um das Neonschild einen roten Heiligenschein gezaubert, genau wie um alle 100.000 anderen Röhren, Bildschirme, Schriftzeichen. Die Luft über uns glüht wie ein Wohnzimmer, in dem alle Kerzen am Weihnachtsbaum angezündet sind. »Schön, oder?« flüstert Nick. »Jep, ja. Und weil es so schön ist, bleiben wir einfach stehen mit den Händen in den Taschen und starren raus in die Nacht, während um uns herum das Leben pulsiert. Doch es ist nicht unser Leben, nicht unsere Sprache, nicht unsere Stadt. Wir sind nur zwei Fremde auf der Durchreise, die noch einen Moment durchatmen können, bevor ihr neues Leben beginnt. Wie sie John abgekarrt haben, mussten wir, Gott sei Dank, nicht mit ansehen. Ging Gottlob im Chaos unter. Bullen mit Kampfhelmen und kugelsicheren Westen rannten durcheinander, irgendwo jaulte eine Sirene. Sean steckte uns noch neben der Landebahn in eine Limousine, um uns nach Seattle zu karren. Ich hätte gerne gesagt, dass es der Beginn einer wunderbaren Freundschaft werden könnte, doch es fiel mir noch zu schwer, ihn jetzt ins Team der Guten einzusortieren. Auf der Fahrt packte Sean jedenfalls die ganze Geschichte aus. Sie war lang und ziemlich detailliert, aber eigentlich hätte man sie in einem Satz zusammenfassen können. Manchmal imitiert das Leben eben doch Jerry Cotton. Alles war genau so abgelaufen, wie es das Kinderhirn souffliert hatte. Tatsächlich muss das National Reconnaissance Office wohl schon vor einigen Monaten die Data Corp kontaktiert haben, weil jemandem durch Zufall aufgefallen war, dass Keyhole 911 nicht mehr auf Kommandos reagierte. Große Hektik hatte das in der Company nicht ausgelöst, da sowas anscheinend häufiger passiert. Erst kurz zuvor hatten sich wohl die Briten gemeldet, weil sie ihren alten Prospero-Satelliten aus den 70ern wieder aufwecken wollten, aber alle Wissenschaftler, die gewusst hätten wie, schon tot waren. Jedenfalls wurde die Data Corp beauftragt, die letzte Kopie der Steuerungssoftware zu beschaffen. Diese Kopie, gespeichert auf dem antiken IBM-Tape, lagerte in einer geheimen Bodenstation in der Nähe der ehemaligen Zonengrenze. Dort trieb John höchstpersönlich die Datenkassette auf, er hatte den Auftrag zur Chefsache erklärt. Dann jedoch wurde die Sache von einem Tag auf den anderen heiß. Das US Strategic Command, die Jungs, die den ganzen Weltraumschrott im Auge behalten, schlug Alarm. Keyhole 911 war auf Kollisionskurs mit Some Commercial Satellite, wie Sean sich ausdrückte. Ein Zusammenstoß war nicht mehr auszuschließen. Auf einmal ging es nicht mehr um ein läppisches Software-Update, sondern darum, einen GAU im Orbit zu verhindern. Plötzlich standen Milliarden auf dem Spiel. In diesem Moment entschied sich John, Kasse zu machen. Warum sein Flugzeug im alten Land abgestürzt ist, konnte Sean nicht so genau erklären, aber anscheinend wollte der Pilot, ein Kollege von der Firma, nicht mitmachen und es gab Streit. Überhaupt klang es so, als wäre die Data Corp immer noch ziemlich baff darüber, wie eiskalt John die Sache durchgezogen hat und wie leicht er zum Beispiel Kollegen gefunden hat, die ihm bei der Geldübergabe helfen wollten. Durch den Alleingang steckte die Firma auf einmal in einer peinlichen Lage. Man musste einen eigenen Topmanager aus dem Verkehr ziehen. Immerhin hatte die Data Corp schnell geschnallt, dass wir nur die ahnungslosen Handlanger in dem Spiel waren. Though we had some doubts after the Denver incident, shakerte Sean rum.
Damit meinte er natürlich unsere versierte Flucht vor dem Hubschrauber, mit dem sie uns tatsächlich stoppen wollten. Überhaupt gab er sich ziemliche Mühe, gute Stimmung zu verbreiten. Potenziell unangenehme Details, zum Beispiel, ob John wirklich Sabina hat bespitzeln lassen, sparte er elegant aus. Warum, ist natürlich im Land der unbegrenzten Klagemöglichkeiten klar. Nach der Aktion könnten wir die Company wahrscheinlich bis in die Steinzeit zurückklagen. Und je mehr wir wissen, desto mehr könnten wir auch verlangen. Well, we finally picked up the signal from your phone, schloss Sean seine Geschichte ab. Die Company verfolgte also das Signal meines Telefons bis kurz vorm Flughafen, dort riss der Kontakt dann mangels Netz ab. Aber zu dem Zeitpunkt hatte man die Sache ohnehin schon zu den Authorities übergeben, wie er sich ausdrückte. Und die Behörden machten mit dem Verräter, der das Homeland erpressen wollte, kurzen Prozess. Ein SWAT-Team schwärmte zum Flughafen aus, um John mit allen Mitteln zu stoppen. Mission erfüllt. Dass er mit ansehen musste, wie sein Chef erschossen wurde, schien Sean nicht sonderlich an die Nieren zu gehen. Nein, alles war wieder cool, Bro. Er sah übrigens genauso scheiße aus, wie wir ihn in Erinnerung hatten. Pornodarsteller Pferdeschwanz, halboffenes Hawaii-Hemd, zu allem Überfluss reingesteckt in eine knallenge Jeans. Als nächstes hat uns unser Liebling noch von Kopf bis Fuß mit Honig eingepinselt. Er schleimte rum, wie unglaublich kompetent wir doch vorgegangen seien und so weiter und so toll. Das NRO hätte mit Hilfe der Ausdrucke und nix Anleitung Kiel schon wieder unter Kontrolle gebracht. Der Satellit würde nun, any minute, kontrolliert zum Absturz gebracht. Alles nur dank uns. Es hätte nur noch gefehlt, dass er sich auf den Boden wirft und schreit, ich bin unwürdig, ich bin unwürdig. Wirklich schwer zu ertragen, dass er jetzt der Gute sein soll. Seans Geschleime war natürlich eiskalt kalkuliert. Nach ein bisschen Rumgeeiere kam er dann zur alles entscheidenden Frage, nämlich, wie wir uns unsere Zukunft denn nun vorstellten. An dieser Stelle drehte er richtig auf, faselte was von Bonuszahlung, Vertragsverlängerung und dass wir selbstverständlich eine bezahlte Auszeit in Anspruch nehmen könnten. Was er meinte, war ganz simpel. Wir sollten weiter für die Data Corp arbeiten. Nick reagierte überraschend cool. Er hatte sich das ganze Gesäusel ohnehin nur mit einem Ohr angehört, weil er damit beschäftigt war, die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten an Sabina einzutippen. Als Sean schließlich sein Angebot unterbreitete, sagte er nur, ganz ruhig und ohne hochzugucken, No fucking way. Damit war das Kapitel Data Corp endgültig zu Ende und es fühlte sich gut an. But now the warriors need to rest. Ungefähr eine Minute nachdem Nick mündlich unsere Kündigung eingereicht hatte, sind wir eingepennt. Sean ließ uns direkt zum Flughafen in Seattle kutschieren und packte uns da in die erste Klasse nach Tokio, wegen irgendwelcher Legal Issues, wie er in seinen 3-Tage-Bart nuschelte. Direkt nach Deutschland könne er uns nicht fliegen lassen, weil es da noch ein Problem mit einer Zelle gäbe, deutete Sean an. Vermutlich waren sie noch dabei, Johns Helfer einzukassieren, die Nick damals in die Botschaft verschleppt hatten. Egal, also erstmal nach Tokio. Immerhin hatte der Beifahrer noch genug Power, Sean das Versprechen abzuringen, uns im Park Hyatt unterzubringen. Nur dann geht beim Übersetzen nichts verloren, wie er meinte. Ein müder Witz für 2 müde Dudes. All Nippon Airways hat mit uns dann noch einen super Schnitt gemacht, weil wir original alle Champagnerrunden und das ganze Sterneessen während des Flugs verpennt haben. Am Gate in Tokio schließlich sammelte ein Data Corp Handlanger unsere ausgelaugten Körper ein, um sie ins Hyatt zu schaffen. Als wir das nächste Mal aufwachten, grüßte uns der japanische Morgen mit Nebel. Dann war die Zeit gekommen, Tokio zu genießen, und wir taten das, was wir immer tun, wenn wir in eine aufregende, pulsierende Metropole voll unendlicher Möglichkeiten kommen. Wir blieben im Hotelzimmer hocken, ließen uns vom Roomservice füttern und schauten den ganzen Tag BBC World. Gegen Abend wurde der Beifahrer dann doch etwas unruhig. »Wir sollten wenigstens nach Aki rüberfahren«, meinte er. Ein absehbarer Vorschlag. Akibahara, kurz Akiba oder noch kürzer Aki, ist die Welthauptstadt der Geeks.
Ein Stadtviertel, das sich selbst im besten Jenglish den Titel Electric Town verpasst hat, was jeder Sprachnazi natürlich damit kommentiert, dass es eigentlich Electronic Town heißen müsste, weil das Viertel ja nur aus Elektronikläden besteht. Aki ist jedenfalls vollgestopft mit allem, was Spaß macht und wo Strom durchfließt. Es gibt keinen Ort auf der Welt, der Blade Runneriger ist. Oder passender für einen Abschied unter Nerds.